Schönen guten Morgen. Jetzt ist der Tag da, jetzt geht's los. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und jetzt wird das Auto geladen. Und dann geht's los. Guten Morgen. Hast du Lust? Ja, kann nicht irgendjemand andere unser Auto packen? Wir trinken Kaffee in der Zeit. Machen wir selbst. Ja, gut. Auto beladen, Dachbox drauf, Dachbox gefüllt, läuft. Jetzt geht's weiter. Was fehlt? Haben wir im Kühlschrank. Ist das alkoholfrei? Ja, ist er im Kühlschrank. Wie viele? Jetzt kommt noch das Bier mit. Wie viele denn? So, wir sind fertig. Auto ist beladen, Ateş ist drin. Und jetzt fahren wir los. 3 Stunden 17 bis nach Bayreuth. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich bin da noch sehr pessimistisch wohl. Gut, los geht's. Auf zu unserer Tour 2023. Ja, wir sind losgefahren und das ist schon spannend, dass wir überhaupt losgefahren sind. Auf dem Parkplatz, nachdem wir das Auto beladen haben, gab es ein kleines Problem. Das Auto sprang nicht an. Alles hat aufgeleuchtet, die ganze Elektronik hat gesponnen und ja, wir sind daraufhin, nachdem es dann plötzlich irgendwann wieder ging, dann hat er nur noch diverse Servofehler gezeigt, was weiß ich. Wir haben es dann nochmal ausgemacht, dann nochmal wieder angemacht, dann ging es auch wieder. Sind dann nochmal eben bei Jeep vorbeigefahren und haben da nochmal gehört, aber da ist an der Werkstatt jetzt auch keiner. Und dann sind wir einfach losgefahren. Das Einzige, was jetzt im Moment nicht funktioniert, ist das Display. Das ist tot. Kann aber vielleicht daran liegen, dass wenn wir jetzt nachher ein bisschen mit Ateş spazieren gehen, dass wir uns dann beide vom Auto entfernen, beide Schlüssel sind vom Auto weg und dementsprechend wird sich danach das Auto neu resetten. Darauf hoffen wir, dass dann das Display wieder geht. Ansonsten werden wir wohl oder übel irgendwo mal ranfahren müssen oder zur Not ADAC holen, keine Ahnung. Auto fährt ja, ist eigentlich nicht das Problem. Ohne Display kann man auch fahren. Ja, Rückfahrkamera geht halt nicht. Genau, die Rückfahrkamera geht halt nicht. Parkassistent auch nicht, aber den brauchen wir ja sowieso nicht. Und naja, schauen wir mal, was die erste entsprechende größere Pause sagt. So, wir sind angekommen an der Eremitage in Bayreuth und gucken da jetzt einfach mal in den Park rein. Ja, ich glaube, Ateş hat noch ein Geschäft in Arbeit. Richtig schön hier. Wir sind im Übrigen in der Eremitage in Bayreuth. So sieht es hier aus.
Es ist so schön hier. Komm mal durch. Das ist jetzt das alte Schloss der Eremitage. Das ist nochmal das alte Schloss. Das neue Schloss ist das, wo wir vorher waren. Orangerie nennt man auch das neue Schloss. Das Ganze ist als Parkanlage konzipiert im 18. Jahrhundert. Also von den Bayreuther Markgrafen, die haben das hier gekauft und dann hier sich einen schönen Garten angelegt. Und ja, das ist hier so mittlerweile, glaube ich, Stadtteil auch geworden von Bayreuth. Und ja, es ist richtig schön hier auch. Ja, und da gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken. Das ist jetzt die untere Grotte. Oh, so sieht das hier aus. Sehr interessant. Das ist jetzt die Drachenhöhle. Ja, ich habe Angst vor Drachenhöhlen. Natürlich hat Angst vor Drachenhöhlen, der will weg. Also gehen wir wieder. Ihr habt die Front gesehen von der Orangerie. Die besteht aus diesen kleinen Steinchen. Überall. Heidenarbeit. Hier sieht man das nochmal. Ewige Arbeit. Überall diese kleinen Steinchen. Überall. Wir gehen jetzt durch den Tunnel. Komm mal, Tech. Wir gehen durch den Tunnel. Du kannst mitkommen. Ja. Tun wir uns jetzt gegenseitig aufnehmen? Super. So, wir sind jetzt wieder am Auto zurück und siehe da, geht wieder. Zumindest sieht man was, hören tut man noch nichts, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass es noch nicht an ist. Das werden wir dann sehen. Vielleicht wird es ja. Zumindest ein bisschen was sehen ist gut. Ja, das war der erste Haltepunkt, die Eremitage in Bayreuth. Das war ein toller Besuch. Hier ist es richtig schön. Und ja, jetzt fahren wir nochmal eben schnell zum Festspielhaus. Richard Wagner Hügel und so. So, jetzt sind wir immer noch in Bayreuth, aber am Wagner Festspielhaus. 1872 bis 1874 hat Richard Wagner dieses Haus, wo wir gleich hinkommen, als Festspielhaus gebaut. Und ja, da gucken wir jetzt mal von außen, wie das da aussieht. So, das ist die Auffahrt zum grünen Hügel. Dann kommen die ganzen wichtigen Leute kommen dann her, fahren hier rum, fahren da rum und hier vor das Gebäude. Das ist das Festspielhaus. Das sieht man immer im Fernsehen, wenn dann Bundeskanzlerin, habe ich immer gesehen, die dann hier gerne isst und vorfährt und dann hier einsteigt. Jetzt hier unterhalb vom Festspielhaus und da ist die Statue bzw. die Büste und hier gibt die Information, da gehen wir jetzt einmal lang und dann fahren wir weiter. Diese Tafeln, die hier stehen, da geht es dann um die Geschichte der Familie Wagner, die ja, wie gesagt, dieses Gebäude da gebaut hat und irgendwie, glaube ich, auch heute noch mehr oder weniger betreibt. Genau, da sehen wir den nochmal
den Richard. Hat man eine Galerie der sogenannten verstummten Stimmen. Da sind die Leute, die hier Dirigenten waren, musikalische Assistenz und sonstiges irgendwie. Das war dann hier alles, hat man hier dann aufgestellt. Unten wo die Büste war, dann waren auch noch ein paar gewesen. Ein letztes noch, bevor wir Bayreuth verlassen, zum Auto, zum Problem mit dem Display und überhaupt. Der Schlüssel hat dafür gesorgt, dass sich das Auto, also abschließen mit dem Schlüssel und aufschließen mit dem Schlüssel, hat dafür gesorgt, dass das Ganze sich resettet hat. Und deswegen geht es jetzt wieder. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Der hat dann ein paar Mal Sachen installiert. Irgendwoher, keine Ahnung. Ja, und dann ging es halt wieder. Ja, und jetzt kann man wieder damit fahren. Auf geht's nach Pilsen. So, wir sind in Pilsen angekommen und sind jetzt hier direkt vor der Brauerei. Da, also nicht da, da ist eine Brauerei. Das gehört irgendwie alles dazu, da gehen wir jetzt mal gucken. Ich schließe das Auto mal ab. Hier ist ordentlich was los. Was nein? Da geht die Bustour los. Das ist die letzte Tour. Wir können den nicht machen. Wir sind zu spät. Es ist jetzt kurz vor 18 Uhr. 18 Uhr machen sie dicht. Allerdings der Souvenirshop hat noch auf. Das reicht mir jetzt erstmal. Okay, dann sind wir da. So, wir haben jetzt im Shop eingekauft. Was haben wir gekauft? Bier und Magnet. Ein Pilsener Urquell für jeden und noch so ein anderes, was die hatten. Und ein Magnet haben wir auch noch gekauft. Für den Kühlschrank. Für den Kühlschrank. Wollte Also, den Kühlschrank nicht mehr sehen. genau. Was ist nein? Einen schönen guten Morgen aus Prag. Wir sind mittlerweile angekommen. Gestern Abend habe ich nicht mehr viel gefilmt, eigentlich gar nichts mehr. Und wir machen uns jetzt auf den Weg ins Hotel. Ins Hotel, vom Hotel in die Stadt. Das Hotel seht ihr da hinten. Das ist hier so das kleine dazwischen. Recht modern gebaut und auch eigentlich schöne Zimmer, schön groß vor allen Dingen. Auch mit Attach, vielleicht zeige ich das nachher nochmal. Und ja, wir haben jetzt gerade so um die 20 Grad. Das Wetter geht so. Es soll nachher noch ein bisschen regnen. Und ja, da müssen wir halt einfach mal gucken. Jetzt wollen wir in die Stadt fahren mit der Straßenbahn. Und die fährt jetzt hier auch gerade. Das ist allerdings die falsche Richtung. Ja, mit der wollen wir dann in die Stadt fahren. Und dann gucken wir mal, was da so gibt. Wir haben so ein paar Sehenswürdigkeiten vor uns und je nachdem, wie Attach auch mitmacht, wir müssen ein bisschen langsamer. Geschlafen haben wir eigentlich ganz gut, also ich zumindest. Wie sieht es bei dir aus? Okay. Ja, also eher nicht. Aber okay, Das wird schon. wird schon. So, zur Not kann sie morgen wieder im Auto schlafen. Morgen geht es ja weiter nach Linz. Aber jetzt machen wir erstmal Prag unsicher. So, jetzt sind wir in der City angekommen. Jetzt versuchen wir die Altstadt zu suchen. Da sind wir am Rande. Sieht immer schick aus hier. Auf jeden Fall gibt es hier sehr schöne Gebäude.
Jetzt schon. Wir sind noch gar nicht richtig drin. Aber es fängt an zu regnen. Es ist auch Regen vorhergesagt. Schauen wir mal. Wir sind jetzt wohl im Zentrum angekommen. Das hier sieht nach richtig Marktplatz aus. Es ist noch nicht mal 10 Uhr morgens und die Touristenströme wandern hier schon durch. Was? Wir sind jetzt auf richtige Tourfaden, denn wir haben jetzt Hop-on, Hop-off-Tour gebucht. Das hat jetzt 70 Euro gekostet für 2 Personen und Hund. Der Hund ist frei. Und ja, jetzt gucken wir hier noch mal kurz in der Gegend rum und dann geht's weiter. Prager Rathausuhr, auch ganz berühmt, weltbekannt, muss ich mal genau nachlesen, was es war. Ja. Welches nehmen wir denn? Das sieht aber sehr türkisch aus hier. Dann nehmen wir nichts, weil dann nehmen wir das aus der Türkei natürlich. Dieser Markt, den gibt es seit 1276. Natürlich stehen die Sachen da nicht seitdem, aber er wird schon nochmal analysiert. Aber hier an der Stelle seit 1276 gibt es diesen Markt. Wir sind jetzt in der Prager Burg gerade reingegangen. Jetzt müssen wir mal gucken, hier sind viele Bereiche, wo Hunde nicht erlaubt sind, deswegen bin ich eben alleine. Und ja, schauen wir, was es hier gibt. Du lernst, dass du bei uns bleiben musst. Ja, das ist die Prager Burg. Wir sitzen jetzt gerade mal hier. Nur Ateş will nicht sitzen. Jetzt sitzen wir alle und gucken wir uns das mal kurz an. Gehen wir gleich mal ran. Gucken, was wir da sehen. Only from Stali Vojaci. Da ist jemand kaputt.
Hier auch. Und was essen wir? Eine Gulaschsuppe Prager Art. Ich weiß, das ist vielleicht eher so eine ungarische Sache, aber das gab es hier jetzt mal. Und da sitzen wir ganz schön in so einem kleinen Café, Bistro. Und ja, machen eine Pause. Wir sind jetzt unterhalb der Burg und hier sind diverse Gärten von Fürstenberg hier zu sehen, aber alles eingegittert im Moment, keine Ahnung, ob man da rankommt. Auf der anderen Seite hier das Wallenstein-Gebäude. Da vorne, wo die Fahnen wehen. Ja. Das da oben ist dann wieder die Burg. Und hier, das ist das, was haben wir hier? Tschechische Parlament, der Senat, keine Ahnung, kenne ich mich nicht genau mit aus. Müsste man mal nachgucken. Da geht es dann hoch in die Palastgärten, nicht Palast, sondern Burggärten. Das tschechische Parlament. Wir sind krampfhaft auf der Suche nach unserem Hop-on, Hop-off Parkplatz. Muss hier irgendwo sein. Aber wir irren weiter durch Prag und suchen Hop-on, Hop-off. Jetzt haben wir jemanden gefunden mit dem Schirm. Das sieht gut aus. Wir haben unseren Bus gefunden und Atesh hat einen Sonderplatz. Wir sind jetzt auf Touri-Mode. Ja. Wir machen eine Kreuzfahrt. Nein. Wir fahren hier mit dem Schiffchen. Bootsfahrt auf dem Wasser. Ja, ja. Boot ist auch auf dem Wasser. Klar, Boot ist immer auf dem Wasser. Okay. Und das Ganze auf einem Elektroboot. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Atesh findet es auch gut. Ja, der fährt Bus, der fährt Boot und Bahn. Das Panorama der Prager Burg wird durch die dunkle Silhouette der Türme der gotischen Kathedrale dominiert, neben denen sich die zwei weißen romanischen Türme der St. Georgs-Basilika abzeichnen. Links neben der Burg auf dem Rücken des bewaldeten Petschin-Hügels können wir das Paar Türme des Prämonstratenserklosters auf dem Strahov sehen, das durch seine reiche Bildergalerie und die außergewöhnlich umfangreiche Bibliothek berühmt ist. Der 60 Meter hohe Petschin-Turm ist als Aussichtsturm eine freie Nachbildung des Eiffelturms. Bequem bringt sie die Zahnradbahn dorthin. Над którym wznoszą się domy słynnej praskiej Wenecji. W niskim zdanии кирпичного завода Hergeta. Die gotische Karlsbrücke verbindet die Kleinseite und die Altstadt. Sie ist mit 30 Einzelstatuen und Figurengruppen geschmückt, die hauptsächlich aus dem Barock stammen. Auf der linken Flussseite unter der Prager Burg wird die Brücke durch den Kleinseitener Brückenturm abgeschlossen. Auf der anderen Seite ist der höhere Altstädter Brückenturm, ein Werk von Peter Parler, der besonders durch seinen bildhauerischen und steinernen Schmuck voll von einmaliger mittelalterlicher Symbolik beeindruckt. Wyższa wieża mostowa Starego Miasta, dzieło Petera Parlera, które zachwyca rzeźbionymi i kamiennymi dekoracjami, pełnymi unikatowej średniowiecznej symboliki. Пражские районы Малостраны и Старый город связывает готический Карлов мост, украшенный 30 скульптурами и скульптурными группами, по большей части в стиле барокко. Его ограничивают две башни. На левом берегу реки под Пражским градом Малостранская мостовая башня, а на противоположном, более высокая, Староместская башня. Обе являются творением Петра Парлера.
Dort finden Konzerte und Ausstellungen statt. Zwischen den Weltkriegen wurde das Gebäude als tschechoslowakisches Parlament genutzt. Im Hang des Berges am Lettnerpark sieht man den neobarocken Hanawski-Pavillon, in dem heute ein Restaurant ist. Das niedrige Gebäude am Moldauufer wurde als bürgerliches Schwimmbad gebaut. So, wir haben jetzt einen Laden gefunden, der uns beliebt, wo wir was gefunden haben. Mit was fangen wir an? Mit Käse. Nee, Ach damit so. fangen wir an. Ich habe alkoholfrei. Ja. Das ist unsere Vorspeise. Lecker. Das Eingelegte Käse. ist ein Camembert. Das Schau. ist auch was Tschechisches. Probieren wir mal. Probier mal. Und Wir sag mir, ob teilen ich es uns essen kann. das. Ja, hallo? Du musst das schon selber entscheiden, was du essen kannst und was nicht. Aber Na, sehr gut. interessant? Mhm. Na, dann probiere ich das jetzt auch mal. Sau lecker aus. Das ist Gulasch mit einem Knödel geschnippelt. Und ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das ist typisch tschechisch. Rinderfilet mit Sahne und Zitrone und Augenknödel. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Das ist bestimmt jetzt saugut. So richtig typisch. Ja, das sind falsche Blumen. Fazit von dem Laden hier. Das Essen war sehr lecker. Ja, das Essen war sehr lecker. Der Laden ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Der ist so ein, ich würde sagen, schon Geheimtipp, weil hier ist nicht viel los. In den Hauptläden ist so richtig viel los. Und ja, der Laden, wie heißt er? Ich kann das Schild nicht Vorne. lesen. Hä? Ich kann das Schild nicht lesen. Das heißt, Zlatebo. na ovocnem dru. Na ovocnem dru. Oder so, irgendwie. So heißt der Laden. Ist so in der Seitenstraße. Auf jeden Fall volle Empfehlung, würde ich sagen. Ja. Prost.